Herzlich willkommen zu unserem nächsten Bühnenprogramm, unserem Top-Event heute, heiß begehrt. Wir reden über Brandschutz, nicht im Speziellen grob über Brandschutz an sich, sondern wir reden darüber, was baurechtlich gefordert ist. Was ist immer ein Hindernis bei manchen Installateuren, eine gewisse Scheu, die es zu begegnen geht. Und wir haben dafür unseren fachkompetenten Berater geholt, Stefan Rink, Leiter BSS, Produktmanager, Brandschutz, F&E. Stefan, schön, dass du hier bist. Hallo Carsten, grüß dich. Ja, Stefan, wir haben bewusst keine Folien, weil man kann das in Folien nicht abbilden. Wir müssen über Themen besprechen. Du weißt ja, wie das ist. Das ist ja kein Ziegelstein, den du kaufst, den du irgendwo einbaust. Du musst schon wissen, was du da tust. Und wir denken uns das ja nicht aus als Hersteller. Wir sind immer auch baurechtlichen Grundlagen einfach unterlegen und dann müssen wir uns halten. Sprechen wir mal ganz offen darüber. Jedes Bauprodukt, das wir auf den Markt bringen, ist geprüft und zertifiziert. Ja, die Bauprodukte, die wir verwenden in unseren Bereichen, Abschottungssysteme, Brandschutzkanäle, Funktionserhalt, natürlich sind die alle geprüft und zugelassen. Ja, und das Ganze ist natürlich auf Basis einer baurechtlichen Grundlage, denn ohne diesen baurechtlichen Druck macht es ja keiner. Brandschutz ist teuer, ja, und dementsprechend muss da der gewisse behördliche Druck, der öffentliche Druck aufrechterhalten werden, dass man Brandschutz überhaupt macht. Wir mit unserem baulichen Brandschutz bedienen ja 3 Schutzziele. Die Schutzziele sind ja angelehnt an der Musterbauordnung. Erzähl uns doch mal den Weg von der Musterbauordnung bis zu den Schutzzielen an sich. Ja, also die Musterbauordnung ist ja im Endeffekt wirklich, wie es der Name schon sagt, ein Muster. Und wir haben in Deutschland die Situation aufgrund unserer föderalen Struktur, dass das Baurecht Landesrecht ist. Das heißt, das Muster der Bauordnung wird in regionales Baurecht, in Landesbaurecht übernommen. Das ist schon mal der erste Schritt. Und ganz allgemein steht dort drin, dass Anlagen so errichtet und geändert und instand gehalten werden müssen, dass eben 3 Schutzziele eingehalten werden. Und das erste ist Brandausbreitung verhindern, also Feuer und Rauch. Das zweite ist, Flucht- und Rettungswege müssen im Brandfall benutzbar bleiben, damit die Leute aus dem Gebäude kommen. Und das dritte Schutzziel ist, dass gewisse sicherheitsrelevante Anlagen im Brandfall weiter funktionieren. Zum Beispiel eine Sicherheitsbeleuchtung oder die Versorgung einer Sprinklerpumpe. Das muss funktionieren. Aber das bedeutet natürlich, dass dieser Paragraph in der Bauordnung, der ist sehr, ja, ich sag mal, schwammig. Ein Installateur kann damit nichts anfangen. Es ist ja allgemein, du liest einen Paragraphen durch, dann kannst du ja den ohne Ende. Paragraph 14 Musterbauordnung reden wir gerade von. Du sagst gerade erstes, zweites, drittes, aber es gibt da keine Priorisierung. Man nennt die einfach nur eine 3 Schutzziele, die sind nun mal da und wir hätten sie auch Günther, Jürgen und Frank nennen können, aber es ist halt jetzt anders. Die Sache ist nur die, ich weiß auch aus der Erfahrung heraus, es gibt eine gewisse, ich will nicht sagen Hemmschwelle, weil die meisten Installateure haben ein bisschen Sorge darüber, hoffentlich mache ich alles richtig, hoffentlich setze ich die Produkte auch so ein, wie sie eingesetzt werden sollten. Aber da machen wir doch eigentlich den Weg sehr frei. Ja, wir haben den Weg, den wir natürlich baurechtlich pro Produkt und System folgen müssen, der ist vorgegeben. Also in der Bauordnung steht drin, dass diese Maßnahmen, die ich für die Erreichung der Schutzziele durchführen muss, dass die konkretisiert werden. Es gibt baurechtlich eine Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmung. Auch die ist in jedem Bundesland verpflichtend eingeführt. Und da steht drin, wie ich zum Beispiel die Installation in einem Fluchtweg machen muss. Natürlich nicht konkret, sondern der Verweis auf eine Leitungsanlagenrichtlinie, auf die Musterleitungsanlagenrichtlinie in dem Bundesland entsprechend eingeführt. Und da wird schon mal konkreter, wie muss ich denn was errichten. Heißt aber, wenn ich jetzt im Bundesland Hessen was errichte und ich komme mit meiner Firma aus Nordrhein-Westfalen, obwohl ich mich da sehr gut auskenne, die Landesbauordnung NRW, ich muss mich an die Landesbauordnung Hessen richten. Ja, das ist korrekt. Also die Bauvorhaben muss man immer in dem jeweiligen Bundesland betrachten. Das heißt Landesbauordnung, Verwaltungsvorschrift, technische Baubestimmung, die können in den Bundesländern voneinander abweichen. Aber nicht gravierend, oder? Nicht gravierend, Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr. Aber das, was wir an Produkten bei Obo im Programm haben, das ist so allgemein schon über Jahre geregelt, dass das über alle Vorschriften in allen Bundesländern gleich gehandhabt wird. Das heißt als Beispiel,
Wenn wir über das Schutzziel Brandausbreitung verhindern sprechen, dann reden wir über Kabelabschottung beispielsweise. Und da sieht halt die Bauordnung vor, dass wir für so ein System, für so eine Bauartgenehmigung benötigen. Und genau das ist das, was wir bei uns im Produktmanagement Brandschutzsysteme machen. Für die einzelnen Systeme, die Abschottungssysteme, europäische Produkte mit einer deutschen Bauartgenehmigung, bei den Brandschutzkanälen deutsche Kanäle oder europäisch geprüfte Kanäle, auch mit einem Anwendbarkeitsnachweis. Und im Funktionserhalt sind die Anwendungsnachweise allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse. Und diese Forderung steht halt in der entsprechenden Bauordnung. Und die Umsetzung, welche Norm, welche Prüfnorm, welche Bewertungsgrundlage ich dafür habe, steht in der Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen. Ich weiß, ich kenne das Regelwerk, das ist immens und ich glaube, die wenigsten Installateure haben das, ich sag mal, abrufbar direkt. Aber wir machen es ja wesentlich einfacher. Wir sagen dir, du kaufst von uns ein Schutzsystem Typ X, Pyromix oder Pyrosid, unseren Brandschutzschaum. Das ist der Bauartgenehmigung beigefügt, wenn du das Produkt runterlädst. Also ist alles vorhanden. Also wir werden schrittweise jeden Installateur an die Hand nehmen, baurechtlich, aber auch montagetechnisch. Genau. Also zu jedem System gibt es eine entsprechende Montageanweisung. Die verweist natürlich auf die baurechtlich relevanten Dokumente, sprich für das Bauprodukt eine europäisch-technische Bewertung, für die Bauart die Bauartgenehmigung. Und in der Montageanleitung stehen halt die Handlungsschritte drin. Also unsere Installateure, unsere Anwender unserer Systeme können sich sicher sein, dass wir als OBO die baurechtlichen Nachweise alle erbringen für diese Systeme, baurechtlich sicher einsetzbar und alle Dokumente sind bei uns im Download-Bereich verfügbar. Was muss der Installateur im Abschluss nach seiner Arbeit, nehmen wir mal einen ruhigen Brandschott, vorlegen? Ja, er muss mehrere Dokumente tatsächlich vorlegen, das ist Bürokratismus. Also er muss nachweisen, dass das Bauprodukt, was er eingesetzt hat, einen Verwendbarkeitsnachweis hat. Das kann zum Beispiel eine europäische technische Bewertung sein für das Bauprodukt, was er verwendet hat. Das zweite Dokument in Deutschland ist die allgemeine Bauartgenehmigung, weil er gemäß der europäischen Bewertung zwei Produkte zu einer Bauart zusammengefügt hat. Aha. Dann ist es eine Bauart. Also die Bauart ist immer eine Tätigkeit. Dann hat er schon mal die beiden Dokumente. Für die Planung eines europäischen Bauproduktes gibt es eine sogenannte Leistungserklärung. Die muss mit vorgelegt werden. Und wenn das Schutzsystem zum Schluss errichtet wurde, das heißt, die Installation hat stattgefunden, dann muss es gekennzeichnet werden, damit bei möglichen Nachinstallationen das richtige Material wiederverwendet wird, systemgebunden. Und wenn die Installation dann abgeschlossen ist, wird der Bauakte eine sogenannte Übereinstimmungserklärung beigefügt. Damit bestätigt der Installateur, dass er das gekennzeichnete Material ordnungsgemäß, gemäß der Bauartgenehmigung eingebaut hat und die Bestimmungen zur Kennzeichnung und Einbau alles eingehalten wurde. Und ich weiß, du gibst immer den Rat, mittlerweile haben alle ein Telefon dabei mit einer Fotofunktion, macht ein Foto davon, wie ihr es eingebaut habt, mit dem Kennzeichnungsschild ausgefüllt, sichtbar und druckt es aus und legt es dabei, richtig? Ganz genau, ja. Also wir haben leider die Situation, dass nach einer Ersterrichtung, Erstinstallation einer Abschottung durchaus nochmal Nachinstallationen erfolgen können. Und entweder das Schlimmste, die Schottung wird nicht mehr ordnungsgemäß verschlossen, das heißt, es sind Löcher, ja, Feuer und Rauch kann also durchdringen. Und wenn ich dann als Installateur nachweisen kann, dass ich bei meiner Errichtung das ordnungsgemäß mit Fotodokumentation nachweisen kann, es war in Ordnung, dann muss der Betreiber der Anlage dafür sorgen, dass das Schutzsystem ordnungsgemäß wieder verschlossen wird. Also es ist eine Absicherung und das bietet ja auch unsere Dokumentationstool in unserer OBO-Construct. Jetzt weiß ich, wir haben ja auch einige Produkte, die sind europäisch geregelt. Da gibt es ein Dokument, das heißt ETA, Europäisch Technische Bewertung. Und jetzt betreten wir quasi, ich will nicht sagen Fremdgebiet, du sagst immer, das ist der Reisepass für das Produkt innerhalb Europas. Genau. Also das CE-Zeichen bedeutet eigentlich nur, dass wir uns an die Regularien der europäischen Bauproduktenverordnung gehalten haben. Genauso wie eine Kabelrinne mit einem CE-Kennzeichen versehen werden kann. Das basiert aber auf der Niederspannungsrichtlinie, ja, auch europäisch. Oder wenn wir Maschinen zusammenbauen mit verschiedenen Komponenten,
dann wird diese Maschine mit einem CE gekennzeichnet auf Basis der Maschinenbaurichtlinie. Und wir Brandschützer mit unseren Bauprodukten, die wir dann bei Abschottungen zum Beispiel einsetzen oder bei den Brandschutzkanälen mit europäischer Klassifizierung, die bekommen das CE-Zeichen, den Reisepass durch Europa, auf Basis der europäischen Bauproduktenverordnung. Also muss sich niemand Gedanken machen, wenn er jetzt eine ETA liest und meint sich, Hilfe, ich darf die nicht verbauen in Deutschland, weil Deutschland zum Glück zur europäischen Gemeinschaft gehört und so ist man auch sicher. Ganz genau. Ja. In der Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen werden sogar die Klassen gegenübergestellt. Ja. Nur ein Beispiel. Der baurechtliche Begriff für einen Feuerwiderstand von 90 Minuten heißt feuerbeständig. Wenn ich jetzt eine Abschottung nach deutscher Norm einsetze, wäre das die Klasse S90. Also S für Schott, 90 Minuten. Europäisch wäre das EI90. Das kann man in der VVTB nachlesen. Und die Begriffe sind alle gleichwertig, sie sind halt nur anders benannt. Also die DIN wird der europäischen Regularien gegenübergestellt, damit man einen Vergleich hat. Also du kannst eintragen, was du willst. Du kannst S90 eintragen, aber auch feuerbeständig oder EI90. Wir reden von derselben Sache. Genau, der Fachmann, der das hinterher abnimmt, also auch ein Sachverständiger, der die Kennzeichnung auf dem Schild liest, wird anhand der Begriffe erkennen können, ja, es ist feuerbeständig, was ich brauche baurechtlich. Ob da S90 steht oder EI90 oder der Installateur schreibt tatsächlich drauf, feuerbeständig. Aber du weißt ja, das Leben ist nicht nur schwarz und weiß. Wir haben auch sehr viele Schattierungen von Grau, ohne auf den Film anzuspielen. Aber was ist, wenn wirklich so eine Sache ist, ja, ich lese hier nach, ich brauche einen Abstand von 5 cm, kann ich nicht einhalten, ich habe nur 3,5. Was macht der Installateur dann? Ja, es gibt die Möglichkeit, dass er uns natürlich kontaktiert, wenn wir über Abweichungen sprechen. Die Zulassungsdokumente, also unsere Fair- und Anwendbarkeitsnachweise, haben natürlich gewisse Grenzen. Das, was geprüft wurde, wird auch dokumentiert. Das, was eingebaut werden kann, steht auch in den Montageanleitungen. Aber wenn sich der Installateur nicht sicher ist, wenn zum Beispiel die Breite einer Schottung überschritten wird, so wie du es gerade gesagt hast, bitte an uns wenden. Wir können dann aufgrund unserer Prüferfahrung sagen, ist es eine wesentliche Abweichung oder eine nicht wesentliche Abweichung? Und wenn es sich um solche Kleinigkeiten handelt, dann reden wir über sogenannte nicht wesentliche Abweichungen und die gelten gemäß Baurecht als Übereinstimmung mit den Nachweisen. Aber nur für das Projekt, über das wir reden. Das ist keine generelle Abweichung. Nur dafür, genau nur für das Bauvorhaben, wo man sich gerade befindet. Nicht generell erweitern, das ist nicht zulässig. Fassen wir zusammen, wir geben Ihnen alles mit an die Hand, damit Sie auch baurechtlich abgesichert sind. Und wenn es mal wirklich irgendwo hapert, Sie können immer mit uns in Kontakt treten. Sie sehen, wir haben die Kompetenz immer parat. Die ist auch immer verfügbar. Stefan, vielen lieben Dank dafür. Baurecht ist jetzt nichts, womit man am Stammtisch sich unterhält, das wissen wir alle. Dafür ist es zu komplex. Wir könnten auch, glaube ich, noch den ganzen Abend bis morgen früh durchsprechen und wird nicht alles erschlagen. Und du könntest auch Rede und Antwort stellen. Stefan, vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne, Carsten. Danke. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Bis bald. Tschüss.